Glück oder Unglück? Vor langer Zeit lebte ein alter Mann in einem kleinen Dorf in den Bergen in der Mitte von China. Er hatte einen Sohn, den er sehr liebte, aber sein Sohn war Student in einer Stadt, die sehr weit vom Dorf entfernt war. Deshalb lebte und arbeitete der alte Mann allein. Jeden Tag arbeitete er viele Stunden auf seinem Bauernhof. Es gab immer viel zu tun. Er war freundlich und hilfsbereit und alle Leute im Dorf mochten ihn. Sie wussten, dass der alte Bauer die Hilfe seines Sohnes brauchte. Ein junger, starker Mann, der keine Angst vor harter Arbeit hatte. Aber der alte Mann beschwerte sich nie. Die Dorfbewohner kamen oft zu ihm und sagten: »Es tut uns leid, dass dein Sohn nicht da ist, um dir zu helfen. Wann kommt dein Sohn zurück nach Hause? Es ist ein Unglück, dass du so weit entfernt von deinem einzigen Sohn lebst.« Aber der alte Bauer antwortete immer mit denselben Worten: »Glück oder Unglück? Wer weiß das schon?« Eines Tages kam der Sohn wirklich ins Dorf zurück. Die Leute freuten sich für den alten Mann und besuchten ihn. »Jetzt, wo dein Sohn wieder da ist, wird dein Haus wieder voller Glück sein«, sagten sie. Aber der alte Bauer lächelte nur und antwortete: »Glück oder Unglück? Wer weiß das schon?« Die Menschen wussten, dass der alte Mann nicht viel sprach. Niemand fragte, was er damit meinte. Das Leben im Dorf war hart und fast alle Menschen waren arm. Aber der alte Bauer und sein Sohn hatten ein Pferd. Auf einem Bauernhof kann ein Pferd so viel arbeiten wie 4 Männer. Eines Morgens ließ der Sohn jedoch die Stalltür offen. Das Pferd lief weg. Der Sohn war sehr traurig. »Was habe ich getan? Ohne ein Pferd wird die Arbeit auf dem Hof sehr schwer. Was sollen wir jetzt tun?« fragte er seinen Vater. Die Dorfbewohner sagten: »Das ist wirklich großes Unglück.« Aber der alte Mann sah nicht besorgt aus. Er lächelte nur still und sagte: »Glück oder Unglück? Wer weiß das schon?« Am Nachmittag sahen einige Dorfbewohner ein Pferd in den Hügeln neben dem Bauernhof. Der Sohn ging am Abend dorthin. Er fand ihr Pferd und daneben ein wildes Pferd. Er brachte beide Pferde zurück zum Bauernhof. Die Leute im Dorf waren sehr glücklich. »Zuerst hattest du ein Pferd, dann keines und jetzt hast du 2. Dein Glück ist zurückgekommen.« Aber der alte Bauer sagte wieder nur ruhig: »Glück oder Unglück? Wer weiß das schon?« Der Sohn mochte das neue Pferd sehr und wollte es zähmen. Der Vater warnte ihn: »Sei vorsichtig, mein Sohn. Du hast viele Jahre in der Stadt gelebt. Du kennst dich mit wilden Pferden nicht aus. Mach dir keine Sorgen, Vater. Ich weiß, was ich tue. Wenn ich das Pferd gezähmt habe, wird die Arbeit auf dem Hof viel leichter«, sagte der Sohn. Doch am nächsten Tag fiel er vom Pferd und brach sich das Bein. Das war ein großes Problem. Ein Mann mit einem gebrochenen Bein kann nicht arbeiten, aber er muss trotzdem essen. Wieder kamen die Dorfbewohner und sagten: »Erst war dein Sohn in der Stadt und konnte dir nicht helfen. Dann kam er zurück, aber jetzt musst du dich um ihn kümmern. Dein Unglück ist wieder da.« Doch der alte Mann lächelte nur und sagte: »Glück oder Unglück? Wer weiß das schon?« Einige Leute waren verwundert. »Wo soll denn hier das Glück sein?«, fragten sie. Zu dieser Zeit gab es in China einen schlimmen Krieg, im Osten und Westen des Landes. Jede Woche starben Hunderte junger Männer. Eines Tages kamen Soldaten ins Dorf. Sie suchten junge Männer für den Krieg. Alle jungen Männer aus dem Dorf mussten mitkommen. Die Familien weinten, als sie sich verabschiedeten. Viele wussten, ihre Söhne würden vielleicht nie zurückkommen. Aber der Sohn des alten Bauern durfte bleiben. Ein Soldat mit einem gebrochenen Bein war für den Krieg nutzlos. Jetzt verstanden die Leute im Dorf, was der alte Mann immer gemeint hatte. Sie sagten:
Weil dein Sohn sich das Bein gebrochen hat, musste er nicht in den Krieg. Dein Unglück war eigentlich ein Glück. Der alte Mann lächelte freundlich und sagte: Glück oder Unglück, wer weiß das schon?